Wir sind heute zu Besuch in Hamburg und treffen die Präventionsmedizinerin Frau Dr. Monchot. Von ihr erfahren wir, wie sie die Bioimpedanzmessung im Rahmen des Age-Managements in ihrer Praxis einsetzt. Oh, herzlich willkommen in meiner Praxis, das SECA-Team. Ich freue mich, dass Sie da sind. Darf ich Sie ins Wartezimmer bitten? Dann kann ich Ihnen die Praxis einmal zeigen. Ich bin Dr. Britta Monchot, Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin, Master of Science, Preventive Medicine. Wir arbeiten hier in diesem MVZ zusammen mit 3 bis 4 Fachrichtungen Kardiologie, Gastroenterologie, Neurologie und Pneumologie, und das MVZ befindet sich an 3 Standorten. Worauf haben Sie in Ihrer Arbeit den Schwerpunkt gelegt? Als Präventionsmedizinerin interessiere ich mich besonders für die Alterungsprozesse. Das Entstehen von Krankheiten stehen im Fokus meiner Arbeit. Denn mein Motto lautet: Vermeiden Sie eine Krankheit, bevor Sie sie heilen müssen. Okay, wer ist der typische Patient in Ihrer Praxis? Es sind junge Erwachsene bis Menschen im höheren Lebensalter. Ich habe ein Check-up-Konzept entwickelt, wo berücksichtigt wird, wo die Risikofaktoren individuell für die Alterserkrankungen, die NCDs, und für Frailty sind. Denn jeder altert unterschiedlich und wir haben eine Diskrepanz zwischen dem chronologischen Alter und dem biologischen Alter. Und die Körperkompartimente spielen eine große Rolle bei der Analyse des Gesundheitszustandes. Und das mache ich mit der medizinischen Bioimpedanzmessung. Und darf ich Ihnen die einmal zeigen? Super, sehr gerne. Wie kommt die Bestimmung der Körperzusammensetzung als Teil Ihres Konzeptes bei den Patienten an? Also im Rahmen der Check-ups und der ernährungsmedizinischen Beratung benutzen wir sehr gerne die Körperkompartimentmessung. Für den Patienten ist es sehr plakativ. Im Verlaufe sieht man Erfolge und Misserfolge und kann nachjustieren. Wie integrieren Sie die Messung in Ihre Behandlung? Das würde ich Ihnen gerne am Arbeitsplatz mal zeigen. Kommen Sie gerne mit. Die Behandlung ist grundsätzlich individuell und ganz differenziert. Das heißt, alle Befunde werden zusammengetragen und im Zusammenhang bewertet. Man hat also immer eine Kontrolle: Ist der Verlauf gut? Erwünscht ist Body Change, mehr Muskulatur, weniger Fett. Auf welche Parameter schauen Sie nach der Durchführung besonders? Ich habe hier ein Beispiel von einem sehr erfolgreichen Patienten, der Gewicht abgenommen hat. Er ist vor einem Jahr bei mir gewesen mit einem Body Mass Index von 41,6. Er hat eine Skelettmuskelmasse, die sich im roten Bereich befindet. Das heißt, er hat einen Muskelschwund und er hat 7 Liter viszerales Fett. Mit allen Therapien, die wir gemeinsam auch im Verlauf beschlossen haben, ist er nach einem Jahr wieder zur Messung gekommen. Und der Body Mass Index hat sich von dem sehr hohen Wert auf 32 reduziert. Er wiegt also jetzt nur noch 93 Kilo und wog vorher 118. Die Skelettmuskulatur, die im roten Bereich war, befindet sich jetzt schon im Scheitel zwischen Muskelschwund und der positiven grünen Linie. Das ist natürlich noch weiter ausbaubar, aber er hat enorm viel geschafft und sein viszerales Fett von 7 Liter auf 3,8 reduziert. Das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Amortisiert sich die SECA-Impedanzanalyse denn für Sie? Die medizinische Bioimpedanzmessung ist ein wenig anfälliges, präzises Messgerät. Wir brauchen nur wenige Minuten für die Untersuchung und die Messung an für sich dauert nur wenige Sekunden. Wir brauchen für die Messung eine nicht medizinisch ausgebildete Kraft, also die Helferin muss nicht medizinisch ausgebildet sein. Zum Beispiel 20 Messungen im Monat. Dann amortisiert sich die Anschaffung schon nach einem Jahr. Vielen Dank, Frau Dr. Monchot, für die Beantwortung der Fragen und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr gerne. Für mich ist es auch eine wunderbare Zusammenarbeit und ich bedanke mich auch für diesen Nachmittag. Ich begleite Sie noch zur Tür. Danke.